Wir alle drücken Liebe anders aus. Je nach Persönlichkeit und Prägung zeigen wir unsere Zuneigung unterschiedlich. Das behauptet der amerikanische Psychologe und Beziehungsexperte Gary Chapman. Ihm zufolge gibt es 5 Liebessprachen. Welche das sind, klären wir gleich. Erst einmal wollen wir wissen, ob Liebende davon schon mal etwas gehört haben und wie sie ihre Liebe ausdrücken. Dass der andere einfach anders ist und auch eine andere Sprache spricht. So langsam kommt es wieder so ein bisschen. Ja, und ich denke mal, ich habe es probiert anzuwenden, weil ich bin jetzt mit meinem Mann 20 Jahre zusammen. Ich versuche natürlich schon mit dem Bekanntenkreis oder halt auch dann mit der Freundin gut umzugehen, ja, Verständnis zu zeigen. Aber so diese 5 Punkte habe ich jetzt nicht so im Visier. Indem sie mir manche Wünsche erfüllt, die ich selbst gar nicht kenne. Wie zum Beispiel, dass sie morgens einfach wach wird und mich anlächelt. Dass sie Mühe in so Beziehungen reinsteckt oder Sachen plant. Sagt, das und das möchte ich machen mit dir. Umarmung, Lächeln, Küssen, durch Gestik und Mimik, sage ich mal. Ich zeige meine Liebe, indem ich meinen Partner jeden Tag in den Arm nehme. Ich strahle ihn an und koche ihm auch das, was er gerne essen möchte und genieße dann jede Minute, jede Sekunde. Der Paartherapeut Jochen Kunz kennt sich aus mit dem 5-Liebessprachen-Konzept von Chapman. Die erste Liebessprache, Worte der Anerkennung und Komplimente, können zum Beispiel so aussehen. Ich finde das toll, wie du trotz deiner Arbeit immer noch so intensiv mit den Kindern umgehst, wie du das schaffst, wie du das hinkriegst und finde ich einfach klasse. Die zweite Sprache der Liebe, kleine und große Geschenke machen. Und dann die Liebe durch Unterstützung, wie etwa Hilfsbereitschaft und mit Anpacken zeigen. Gemeinsame Zeit ist laut Chapman die 4. Liebessprache. Ich bin für dich da. Ich höre dir zu. Ich bin bei dir. Ich bin präsent. Wir machen irgendwas zusammen. Ja? Und in der Zeit bin ich bei dir. Berührungen und körperliche Intimität sei die 5. Liebessprache. An dem Konzept der 5 Sprachen der Liebe von Chapman gibt es aber auch Kritik. Das ist ein Puzzlestein im Rahmen dieser Paarbeziehung. Ja? Und dass ich das so loslösen könnte und sagen würde, okay, wenn wir eine Sprache sprechen, dann ist die Welt für uns für die nächsten 40 Jahre in Ordnung. Das ist ja Quatsch. Die Erfahrung zeigt aber auch, in einer Beziehung kann es schnell zu Schwierigkeiten kommen, wenn unterschiedlich geliebt wird. Die Zeit, die ich mir nehme für meine Frau, mache ich andere Sachen als meine Frau, wenn sie sich Zeit nimmt für mich. Wir sind wirklich sowas von verschieden. Und da ist schon sehr viel Akzeptanz gefragt. Oder ich sage immer so, einer meiner Sprüche oder Leitsätze ist halt, verstehen heißt nicht einverstanden sein, sondern dass man den anderen so lassen kann, obwohl man das vielleicht nicht gut findet, was er gerade macht. Dass man den so nimmt, wie er ist, ja, und nicht immer versucht, so zu verbiegen. Niemand soll umerzogen werden. Ja? Das ist, wenn ich Berührung nicht mag, dann kann ich nicht ein Training machen, dass ich jetzt plötzlich so ein Berührungsjunkie werde. Ja? Aber ich kann da ein Stück weit aufmerksamer werden. Der Schlüssel dafür heißt Kommunikation. Miteinander im Austausch bleiben, über Wünsche und Sehnsüchte reden, dann spielt es kaum eine Rolle, dass der Partner eine andere Liebessprache spricht. Und wir wollen das alles noch vertiefen mit Dr. Yvonne Kessel, Psychologin und Paartherapeutin aus Frankfurt. Hallo. Hallo. Wie seriös oder wissenschaftlich untermauert ist das eigentlich mit diesen 5 Sprachen der Liebe? Tatsächlich ist es so, dass das nicht besonders wissenschaftlich fundiert ist, das Konzept, sondern das beruht ein bisschen auf den Beobachtungen des Autors, nämlich dieses amerikanischen Paar- und Beziehungstherapeuten. Dennoch ist es aber ein wichtiges Thema, denn es geht um Kommunikation und vor allem, wie kommuniziere ich eigentlich meinem Partner, dass er mir wichtig ist. Und da habe ich jetzt gelernt, man kann die Liebe ausdrücken in Form von Anerkennung dem anderen gegenüber, mit Geschenken. Zweisamkeit ist auch ein Faktor, Zärtlichkeit oder durch Hilfsbereitschaft. Das sind die 5 Sprachen der Liebe. Aber wie ist es zu erklären, dass Paare da vielleicht nicht auf einen Nenner kommen?
Tatsächlich ist es so, dass das viel damit zu tun hat, wie ich sozialisiert worden bin. Das heißt also, wenn man jetzt mal zurückblickt, wie sind denn eigentlich meine Eltern mit mir umgegangen? Wie haben die mir gezeigt, dass sie mich lieb haben? Und jetzt ist es beispielsweise so, dass bei einem Partner möglicherweise Berührungen, Umarmungen, Körperkontakt ganz groß im Vordergrund standen. Und dann wird das sicherlich auch dessen Sprache der Liebe sein. Bei dem anderen Partner ging es aber vielleicht ganz viel um Kommunikation und dem wurde ganz viel gesagt, ich habe dich lieb, du bist wichtig. Und dann ist das wahrscheinlich seine Sprache der Liebe. Und das ist die Erklärung, es ist ja auch interessant, man kann ja dieses ganze Modell auch auf Familien anwenden und gar nicht nur auf Paare, da kommen auch spannende Sachen raus. Wie kann ich denn jetzt wieder zurück zu den Paaren rausfinden, welche Sprache ich spreche, also welche Sprache der Liebe und welche vielleicht mein Partner? Ist tatsächlich gar nicht so einfach, auf den ersten Blick unbedingt zu wissen, was ist denn meine Sprache? Und da hilft es, wenn man sich ein paar Fragen stellt. Also das eine kann tatsächlich sein, dass ich gedanklich zurückgehe und überlege, ja, was kenne ich denn aus meiner Kindheit? Also was habe ich da gelernt, was war mir wichtig? Hilfreich kann aber auch sein, mal zu überlegen, was ist das, was mich beim Partner immer wieder stört, was ich da vermisse? Also ist es beispielsweise so, dass ich das Gefühl habe, Mensch, ich bitte den ständig um irgendwas, nämlich dass vielleicht mal der tropfende Wasserhahn repariert wird oder die Glühbirne ausgetauscht wird und der macht es einfach nicht, dann ist vielleicht Hilfsbereitschaft das, was mir wichtig ist. Oder ich habe das Gefühl, der könnte mehr Zeit mit mir verbringen, dann ist vielleicht das meine Sprache der Liebe. Dann könnte ich das wiederum dem anderen mitteilen, so nach dem Motto, ich habe das jetzt rausgefunden, was mir wichtig ist. Ja. Und dann muss derjenige oder diejenige mir aber auch noch mitteilen, was ihm oder ihr wichtig ist, ne? Genau, weil auch beim Partner ist es häufig gar nicht so einfach zu wissen, Mensch, was ist denn dessen Sprache der Liebe? Und deshalb ist es so wichtig, darüber in die Kommunikation zu gehen. Und wie können die dann trotz allem, wenn sie jetzt mal rausgefunden haben, eigentlich haben wir jetzt nur überlegt, wie können die rausfinden, was sie trennt, wie können sie dann trotzdem zusammenkommen oder zusammenbleiben und so happy sein? Genau, also das eine ist natürlich, dass ich, wenn ich denn weiß, was meinem Partner wichtig ist oder um in der Sprache von dem amerikanischen Autor zu bleiben, wie ich den Liebestank fülle, dann kann ich natürlich versuchen, dem entgegenzukommen. Wenn ich jetzt weiß, mein Partner mag Berührung, dann kann ich vielleicht versuchen, ihn öfter in den Arm zu nehmen. Das ist aber nicht unbedingt alles, sondern wenn ich weiß, was die Sprache meines Partners ist, dann sehe ich natürlich auch eher, wie er mir seine Liebe zeigt. Und da kann ich einfach auch sehr aufmerksam sein. Und wenn ich weiß beispielsweise, dass Hilfsbereitschaft seine Sprache ist, dann kann ich mich trotzdem geliebt fühlen, auch wenn meine eigene Sprache vielleicht körperliche Nähe ist. Das finde ich super, weil, glaube ich, viele Paare dann glücklicher sind, einfach weil sie mehr wahrnehmen beim anderen. Aber das mit dem sich ändern, wie passt denn das dazu, dass wir auch im Beitrag eben gehört haben, eigentlich ändern sich Menschen gar nicht so sehr? Ja, man kann natürlich ein Stück weit daran arbeiten, aber auch wie in dem Beitrag schon gesagt, wenn ich jetzt jemand bin, der körperliche Nähe nie so erlebt hat im eigenen Zuhause, bei den eigenen Eltern, dann werde ich auch nie jemand werden, der jetzt sehr überschwänglich körperliche Nähe dem Partner zeigt. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen Toleranz und Akzeptanz mitbringen in der Beziehung. Thema Anerkennung ist ja auch eine Sprache der Liebe, kostet gar nicht so viel Arbeit. Aber wie bringt man die in die Beziehung, in den Alltag rein? Genau, also was Schönes ist zum Beispiel, wenn man wirklich sich mal vornimmt, darauf zu achten, vielleicht eine Woche lang, was ist denn das, was mein Partner so für mich tut, was nämlich Positives war und dann sich vornimmt, jeden Abend vielleicht was Positives zurückzumelden, zu sagen, hey, heute fand ich besonders toll, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Ganz banale Dinge, aber kann helfen. Ja. Und letzte Frage noch, hilft es jetzt eher, um langfristig glücklich zu sein, dass man sich da sehr ähnlich ist bei all dem oder eher, dass man verschieden ist? Also wenn man sich da ähnlich wäre, würde es das natürlich etwas unkomplizierter machen. In der Praxis zeigt sich aber, dass sich in der Regel Paare zusammenfinden, die eine unterschiedliche Sprache sprechen. Und grundsätzlich ist es so, dass man sagt, naja, für so eine Beziehung ist ganz gut, wenn ein bisschen mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Das finde ich auch interessant für alle, die sich eben noch gedacht haben, wir passen ja gar nicht nach diesem Test, dass es dann vielleicht doch passt. Vielen Dank an die Paartherapeutin und Psychologin Yvonne Kessel. Dankeschön. Gerne. Ich würde so zusammenfassen. In einer rosaroten Welt, da ist jeder Partner perfekt, ist anerkennend, macht liebevolle Geschenke, nimmt sich Zeit, ist zärtlich und auch noch hilfsbereit. Real aber ist all das bei jedem eben ganz unterschiedlich ausgeprägt. Es hilft, sich das bewusst zu machen und zu verstehen, was der andere da tut. Das ist eben seine Sprache der Liebe.